Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Thief 3 Deadly Shadows. Ja, was für ein Schocker. Beim letzten Mal haben wir Gamals wunderschönes, wahres Gesicht kennengelernt. Und jetzt sollen wir zu ihrem Geheimversteck gehen, um mehr über sie und ihre Machenschaften herauszufinden. Dann werden wir doch mal gucken. Erstmal gehen wir in die Stadt und erfreuen uns daran, dass die Vollstrecker nicht mehr da sind. Werden vielleicht ein bisschen plumper Quatsch verkaufen. Weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel wir mit uns rumschleppen. In der Wiege haben wir ja nicht so viel mitgehen lassen, weil ich da so schnell wie möglich wieder raus wollte. Bitte steinigt mich dafür nicht. Und der hält hier einfach ein Nickerchen, ist so unfassbar. So, ich gucke mal ganz kurz. Nö, neue Edelsteine liegen hier nicht, aber das macht auch nichts. Ups. Erstmal gucken, was haben wir überhaupt alles zu verschaffen. Ausrüstung, Beute. Beute mit Münzen, Kupfermünzen, Kupfer. Die Kuscherkrone behalten wir selbstverständlich noch. Ja, es ist mittelmäßig. Ein bisschen was kriegen wir, aber ja, es ist überschaubar. Gehen wir erstmal zur Schwarzmarkt. Hello there. Oh, hi. Später noch ein Quickie? Ganz ruhig. Wachmann, komm bloß nicht zu mir. So. Schönen Abend, die Damen. Fancy yourself or you lose. I don't know, Garrett. Something about you and that hood. Was ist mit meiner Kapuze? Kind of a handsome thing. What's What that? a waste. Dead. Poor son. Be careful! Was? Be careful? Was macht ein Hai denn hier? Hameriten und Gauner verstehe ich ja noch, aber ein Hai, wo kommt die? Alter, verpiss dich! Heiden, halt mir mal bitte den Rücken frei. Dankeschön. Tschüss. Help! No! Huh? Stay away, please. The Frau needs my help. Oh ja, ich benötige. Oh. Okay, ich dachte schon, hier geht irgendjemand auf mich los. Jetzt gehen wir mal zum herzlosen Perry. Ja, möge der Erbauer dies tun. Wo wandelst du, o Herren der Zinder? Trepp auf und trepp ab, suchst des Nächtens, du Kinder. Ein Kinderreim. Steht hier im Ladebildschirm. Tut mir auch noch leid, dass ihr die Dinger nicht sehen könnt. Aber ja. Ich sag mal, die Methode mit OBS Studio aufzunehmen ist immer noch besser als die Methode mit Fraps aufzunehmen, wo mir das Spiel bei jedem Ladebildschirm abschmiert. Ups.
Für Kamals Versteck später werde ich dann vielleicht die Webcam auch wieder einschalten. Mal gucken. Ist zwar im Grunde nicht wirklich gruselig, aber das Level hat doch schon einen gewissen Anspruch, sag ich mal. Ich gucke jetzt bei allem lieber 2 oder 3 Mal. Möchte nicht eine unerwartete Wache plötzlich hinter mir haben. Und obwohl mich die Wache in diesem Schwarzmarktbereich gerade eben ziemlich überrascht hat, laufen hier doch relativ wenig Wachen herum, fällt mir gerade mal auf. Aber die müssen wahrscheinlich alle gerade erstmal wieder spawnen. Excuse me. Kein Problem. So, Perry. I gotta say, Okay, du kaufst mir das ab. I'm still hurting all over from that roughing up I got. Well, times may be tough, but at least that quarantine's been lifted, eh? Alter, du und deine Knochen, das ist nur ein paar Nächte her. Trink ein paar Cognacchen und alles ist wieder im Lot. So, nächste halt die Docks. Da werden wir dann, abgesehen von der Kuschelkrone, natürlich den Rest verscherbeln. Und dann können wir uns mal in Auldale umgucken. Guten Abend, Officer. Tschüss. Und auf zu den Docks. Zwei Riesen erwacht, zwei Klingen, die sich kreuzen, einer beschuldigt den anderen die Taten des Diebes. Aus Kadukas Notizen zu den Prophezeiungen. Well, what's the delay? You got something you want to fend? Und tschüss. Okay, wie sieht es denn ausrüstungstechnisch insgesamt aus? 29 Breitkopfpfeile, kann man nicht meckern. 18 Wasserpfeile ist auch ganz ordentlich. Eigentlich sind wir noch ganz gut ausgestattet. Blitz- und Gaspumpen könnten noch ein paar mehr sein. Ich gehe nochmal zu dem Händler da unten. Ja, dass ich jetzt, genau, der Wache nicht über den Weg laufe. Catch up with you later, eh? Maybe I'll find some coins in the gutter tonight. It'd be nice to buy some bread in the morning. Ach ja, das sind schon harte Zeiten hier. If someone's there, you picked the wrong guard to mess with. Oh Gott. Lass mich da einfach in Ruhe. Just gotta figure out where that noise came from. Wisst ihr was? Am Arsch. Schlaf. Hey, ich will hier runter. A dead body! Ja, der ist tot. There's Definitiv. gotta be a guard around here somewhere. Oh, hi. Hi. Welcome to my store. I calls it... Nehmen wir hier erstmal 10er. Jo. Und... Na, bist du... Okay, 2 kann ich nehmen. Alles klar. Well, Muss reichen.
Der pennt doch nur. So, nehmen wir mal die Abkürzung. Erstmal in die Altstadt. Hier geht's rein. So. Hallo Shaybridge-Wiege. Zu dir muss ich zum Glück nicht mehr. Gibt es jetzt hier unten irgendwas Neues? Ich glaube, irgendwann aktualisiert sich der Ort hier unten, aber ja, aktuell offenbar noch nicht. Gesundheit. Good old city watch. Hast du das gerade zu dir selbst gesagt? Eigenlob stinkt, das weißt du ja. Oder hast du dich gerade selbst als alt bezeichnet? Das kann natürlich auch gut sein. In dem Fall würde ich sagen, sei nicht so hart zu dir. Was stehst denn du da eigentlich rum? Should have been a soldier. Oh, gerne that's die Wand some einmauern. real action, that is. Not much choice, though, for a guy like me. Ich will nur ungern kämpfen jetzt. Jetzt soll mal da drüben gucken. Oh, very strange sound. Na los, geh. Hops. Seine brave Wache. Hü. So, wirklich unfassbar, ey. Ach, Auldale. So, jetzt gucken wir uns in diesem für uns noch fremden Stadtviertel doch mal um. Das Stadtviertel der Reichen. Das Stadtviertel, in dem sogar die Wachen Geld haben. Da muss man von deinem Geldbeutel nicht wegkommen, damit ich es aufheben kann. Du hast nichts gesehen. But Gar why? nichts. Why? I can't even get into my own shop. Yeah, about that. See, I decided it ain't your shop no more. It's mine. You can't do that. I'll go to the city watch. I have friends in high places. Sure, go tell your friends about how you sold me fool's gold. They'll be really extra special interested in that part. Are you sure you want your friends checking on the things you sold them over the years? Well, the nerve of your insinuation. Still, I don't see you running out the door to tell the city watch. I could repay you. It would just take me a few days, gather the cash. It's too late for that. Besides, it's more than just the money, see? I gotta make an example of you. Just so as everyone knows they can't mess with Jimmy the Knife. Well, I'll just go to my shop then and remove those boards myself. Sure, you could try to play it that way. But if I see you doing it, I'm gonna have to kill you. Kill me? You! You're the one who deserves to die! That almost sounded like a threat, Fogarty, you worm. Don't make me make an example out of you. Now scram. I hate the sight of you. Töten will ich den da oben eigentlich nicht. Ich finde Messer Jimmy eigentlich ganz witzig, aber
Jetzt will ich doch mal ein Exempel an ihm statuieren. So, Jimmy the Knife. So, Jimmy the Knife, du legst dich mal. Na komm. Lalalala. Der bewusstlose Körper liegt auch immer noch da. Das Bekloppte ist, wenn der mich jetzt findet, kann ich mich nicht wehren. Weil ich immer noch Jimmy the Knife auf den Schultern trage. I got to admit, I've been looking forward to some action. Must have got away. It's not my fault. Genau, gib auf. Brav. So, Messer Jimmy, du legst dich jetzt mal hier rein. Achtung! Fogartys Goldschmiede bleibt bis auf weiteres geschlossen. Gezeichnet Messer Jimmy, der neue Besitzer. Ja. Okay, durch den Haupteingang kommen wir weiterhin nicht rein. Also der Goldschmiede hört sich natürlich schon mal verlockend an, ne? Aber ich weiß, dass es einen Geheimeingang gibt, meine Fresse. Bleib bitte so. Ich will deinen Heiltrank. So. Ohne das Wasser herabzulassen, kommen wir da nicht rein. Aber das sollte wohl unser kleinstes Problem sein. Wir werden jetzt mal die Wache hier loswerden. Sounded on. Oh. Auch erstmal in den Schatten, da wo dich niemand sieht. Also, was die hier teilweise für lustige Positionen einnehmen. Ob das so gesund für die Wirbelsäule ist, wage ich immer noch zu bezweifeln. So, ich glaube, da oben war auch noch was. Gaspfeil. Meins. Hier haben wir noch einen Brustpfeil. Well, of course they died, Amanda, old girl. The two of them didn't have half a brain between them. Exactly my point, Zachary. The mother, now she had a brain and a plan. Women often do. The whole thing was her idea. Trouble is, they were too pea-brained to pull it off. Snuffed out by some security device, of course. But after they were already inside the museum. Well, if you're game, I am too. Should be an absolute bundle of fun. I can't wait to outwit a guard. I do hope there'll be guards. But we should do it soon, before the City Watch discover that tunnel we found. Really, Zachary? If they haven't found the tunnel yet, there's no reason to think they'll ever find it. No. There's time for more planning before our naughty little heist. You're not going to spoil the fun and go all scaredy-cat on me, are you, Amanda? Of course not, Zachy Pooh. I just want everything to go perfectly.
I mean, there's only one museum, and I don't want to rush in without the right outfit. Quite right, darling. Proper attire. I hadn't thought of that. Also so wie die reden, klingen die weniger, als würden sie einen Raubzug planen, als vielmehr, als würden sie sich, was weiß ich, darüber unterhalten, wie das Kind vom zukünftigen König heißen soll oder sowas. Das ist total Banane. So, gehen wir mal ins Heidenterritorium. Die haben nämlich, glaube ich, noch was für uns. Guten Abend. Was dagegen, wenn ich die mitnehme? Ihr habt doch keinen Bogen. Das da brauche ich. Das ist ein schneller Weg zu sterben. So, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig mit meinen Handlungen, denn wir sind zwar mit den Heiden verbündet, aber Bisszüge und dergleichen können das Ganze natürlich ganz schnell ändern. Rittersporn. Wir hatten wieder eine Vision der Abscheulichkeit. Ihr Hort ist in den Kanälen. Doch wir glauben, dass den Heiden keine Gefahr droht, solange der Wasserstand hoch ist. Versiegle er also das Pumpenhaus und ermahne er alle Heiden, sich von dort fernzuhalten. Wieso beherrscht diese Abscheulichkeit unsere Vision, wo wir doch gegen die Hammerköpfe kämpfen? Wir wünschten, Victoria wäre hier, um uns zu führen. Unsere Gedanken sind unnatürlich und besorgniserregend. Diane. Komm's. So, bevor ich da zugreife, gehe ich auf Nummer sicher. Könnte eine kurze Mission werden. Diane, hier ist mein Bericht. 12 von uns sind in der Altstadt gefallen, 5 in den Docks. Die Hammerköpfe sind stärker als erwartet. Wir brauchen deine Hilfe. Gänseblumen. Okay. Wir haben den Schlüssel zum Pumpenhaus, um den Wasserstand zu senken. Und die Heiden sind dankenswerterweise nicht auf uns losgegangen. Was steht hier? Blätter und Ranken wachsen schneller, wenn man sie mit dem Blut und den Knochen der Menschennarren füttert. About them hammerheads. They bees deaded Sandalwood and her bunch yesterday. I bees will feed her on them fleshes. Yes, them hammerheads. One of other things too, like them cityhead Garrett. Ja, bitte? Them bees unnatural. Close by, near see them canals. Unnatural? What bees you mean? Bees I not know, but bees worser than a hammerhead. Worser than anything. Worser than a hammerhead? How bees you know? Because I be saw Diane's face after her visioning. Ja, sie wird natürlich käsebleich gewesen sein, nachdem sie Gamal in ihren Visionen gesehen hat. So, ich glaube, dieses Becken heilt mich. Da wir das gegenwärtig aber nicht nötig haben, gehen wir jetzt mal zum Pumpenhaus. Ja, mein Desktop hat mir wieder eine Benachrichtigung geschickt, die mich kein bisschen interessiert. So, hört dieser blaue Schleier auch irgendwann mal wieder auf. Danke. Was haben wir hier? Heiden. Wir werden das Pumpenhaus der Menschennarren schließen. Diane hatte eine Vision.
von einer Abscheulichkeit, die im Kanal lebt. Haltet euch fern. Solange der Wasserstand hoch genug ist, kann kein Heide und kein Städter in den Kanal hinabsteigen und die Abscheulichkeit stören. Wenn ihr in das Puppenhaus müsst, geht in den Park zu Diane. Sie hat das Amulett, das die Ranken teilt. So, gucken wir uns hier drin erstmal kurz um. Viel können wir hier nicht machen. Na, dann wollen wir mal. Wir gehen noch nicht zu Gamal ins Versteck, das hier unten ist. Ach, jetzt sind wir hier unter dem Heidenheiligtum, alles klar. So, ich möchte mich da erstmal hochziehen. Dann kommen wir hier rüber nämlich. In diese Goldspiele rein, wo es sicherlich auch noch einiges Interessantes zu holen gibt. So, machen wir hier drin erstmal ein bisschen Schatten und lesen erstmal diese Schriftrolle. Werter Lord Befford, ich grüße euch und hoffe, dass euch das Zipperlein nicht allzu sehr plagt. Was mich betrifft, stecke ich in leichten finanziellen Schwierigkeiten. Ob unserer exzellenten Geschäftsbeziehung, ich möchte fast sagen Freundschaft, wage ich es, euch um Hilfe zu bitten. Ich denke, 2000 müssten reichen. In freudiger Erwartung, Samuel Fogarty. Ja, aber die 2000 bekommen hat, weiß ich nicht. Im Zweifelsfall hat es dem Messer Jimmy nicht gereicht. Beziehungsweise er wollte ja ein Exempel an ihm statuieren. Sehr schön. So, wisst ihr, da hast du einen Schlüssel bekommen. Und dann kriegst du damit in dem verdammten Shop hier doch trotzdem eine Stoff. Gut, ich weiß auch nicht, ob es wirklich der Shop zu Fogartys Laden war, aber der einzig greifbare Schlüssel, den Jimmy the Knife an seinem Gürtel getragen hat. Sehr schön. So, was haben wir hier? Das Grimalkin-Kätzchen. Exquisite Katzenstatue aus Türkis. Die Augen sind geschliffene Smaragde. Preis auf Anfrage. Ja, uns ist sie 100 wert. Was haben wir hier nochmal? Geschätzter Sir Rawlings, ich hoffe, dass euer Rheumatismus gnädig zu euch ist. Was mich betrifft, plagen mich leider finanzielle Nöte. Ob unserer exzellenten Geschäftsbeziehung möchte ich fast sagen Freundschaft, wage ich es, euch um Hilfe zu bitten. Ich denke, 2000 müssten reichen. Euer hoffnungsfroher Samuel Fogarty. Der Arsch bettelt da gleich mehrere um jeweils 2000 an. Statt nur einen, weiß ich nicht, doppelte Summe? Ich weiß nicht. Oder ich glaube, das ist bloß die andere Tür zu dem gleichen Raum hier drüben. Jupp, die brauchen wir nicht nochmal zu knacken. So, wir gehen wieder raus. Halt, eine Sache würde ich gerne noch machen. Einfach damit das Fogarty wieder in seinen eigenen Shop reinkommt. Das freut mich. Kümmert mich nur nicht. Ja.
weiter weg sind. Die muss er dann aber selber entfernen. So. Okay, kleiner Augenblick. Speichern. Und ich hatte ja gesagt, ich will die Kamera dazu schalten, deswegen kleinen Moment.